Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt und ihr kennt mich, ich bin immer auf der Suche nach neuen Beauty-Gadgets, die das Leben noch schöner machen, und da habe ich etwas Tolles Neues für mich entdeckt, und zwar ist es der DRS Derma-Roller und das ist Microneedling. Das ist gerade auch so ein bisschen Trend, gibt es in Beauty-Studios, kann man sich machen lassen, gibt es aber mittlerweile auch für den Heimgebrauch. Das ist das, was ich hier habe, und das ist ein Roller, der besteht aus 540 Nadeln. So sieht der dann aus, der ist ganz klein und hat ganz viele kleine Nadeln dran. Und das Besondere daran ist, dieser Roller, also diese Nadeln, dringen in die Haut ein und sollen dann kleine Fältchen verringern sogar, sollen das Hautbild verfeinern, sollen die Poren verkleinern und einfach einen strahlenderen Teint verleihen, also eine schönere Hautfarbe auch. Und das habe ich jetzt schon 1 Monat lang getestet und ich bin super zufrieden damit. Meine Nadeldicke ist 0,25 mm. Das entspricht für den Heimgebrauch und für Anfänger ist es gut geeignet. Ich bin damit sehr gut klargekommen. Und dazu muss ich gleich mal sagen, also ich bin ja immer neugierig auf sowas, deswegen wollte ich das ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn es zu hohe Versprechungen hat. Und dann habe ich mir am Anfang schon gedacht, ja, das wird bestimmt total wehtun. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor auch, das erste Mal anzuwenden. Allerdings habe ich es dann einfach irgendwann gemacht und es hat gar nicht wehgetan. Also da kann ich euch gleich mal die Angst nehmen. Man spürt kleine Pieker, aber Schmerzen sind es nicht und es tut auch nicht weh. Und am Anfang hatte ich auch ein bisschen, ja, war ich skeptisch, weil ich mir dachte, das ist sehr kompliziert, so wie sich das angehört hat mit den ganzen Desinfektionen, worauf man alles achten muss. War ein bisschen viel am Anfang. Aber dann habe ich es einfach mal gemacht, habe mir Post-its auf mein Desinfektionsmittel geschrieben, wie viel ich da brauche davon und wie viel Wasser. Und dann hat es gut geklappt und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, das Verfahren, wie man den anwendet. Man sollte den Dermaroller vorwiegend abends verwenden oder wenn man nichts mehr vorhat, denn es passiert schon, dass die Haut leicht gerötet ist und es dauert einfach ein paar Stunden, bis sich das wieder gelegt hat. Das heißt, in der Früh oder nachmittags würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Vor allen Dingen würde ich auch nicht, wenn die Haut gerade so schön behandelt ist, direkt wieder Make-up drauf machen. Und dann ist es ganz wichtig, ihn vorher zu desinfizieren vor jeder Anwendung. Und zwar nimmt man dafür 200 Milliliter Wasser und gibt dann von der Beauty Set Reinigungsflüssigkeit für Instrumentendesinfektion Forte 6 Milliliter dazu. Also das wiege ich mir dann einfach immer ab, 6 Gramm. Und lässt den Dermaroller da 15 Minuten drin liegen. Dann ist das super gereinigt und kann gar nichts mehr passieren und bereit für die Anwendung. Als nächstes muss ich meine Haut auch desinfizieren. Dafür nehme ich das Alkoderm Hautdesinfektionsspray und gebe davon etwas auf ein Wattepad. Und werde mir damit einfach das Gesicht abreiben. Da habe ich allerdings gemerkt, es ist besser, ich rubbel das nicht so ein, weil meine Haut dann irritiert, also weil die doch sehr empfindlich ist. Deswegen gehe ich einfach nur so leicht da drüber. Der ist desinfiziert und ich kann direkt loslegen. Wichtig dabei ist vorher immer trocken schütteln und dann kann es losgehen. Ich setze irgendwo an, zum Beispiel hier an der Backe, und dann gehe ich mit ganz leichtem Druck 5-mal 1, 2, 3, 4, 5 und das mache ich so über die ganze Backe, bis ich denke, dass ich jede Linie erreicht habe. Und dann gehe ich noch 5-mal in jede Richtung. Und du siehst, ich bin gar nicht schlimm rot jetzt, obwohl meine Haut wirklich sehr empfindlich ist. Also es hält sich noch in Grenzen. Es kommt allerdings eine leichte Rötung schon zustande. So, und dann gehe ich auf der anderen Wange, mache ich genauso.
und es tut wirklich gar nicht weh. Also mit Schmerzen hat es überhaupt gar nichts zu tun. Ich muss immer nur mitzählen, deswegen kann ich jetzt nicht so gut reden. Also ich finde eigentlich, es ist eher wie eine Massage, es ist sehr angenehm. Und wenn ich dann mit der Behandlung fertig bin, gehe ich direkt mit einer sehr reichhaltigen pflegenden Creme drüber. Da habe ich von Dermedix Youth Expert Cream Hydra Deluxe. Das ist eine Creme, die Fältchen reduziert und Jugendlichkeit verleiht. Also ein bisschen eine leichte Anti-Aging-Pflege. Da muss man allerdings nicht genau diese Creme verwenden, die ich jetzt hier habe. Da tut es jede reichhaltige Creme oder die Creme, die du gerne verwendest, tut es auch. Und das Tolle an dem Dermaroller ist, jetzt nach dieser Behandlung sind die Poren geöffnet. Also ich bin ja wirklich mit Nadeln über meine Haut gegangen. Die Nadeln sind natürlich so klein, das kann man jetzt nicht mit bloßem Auge sehen, dass da irgendwas geöffnet ist. Aber die Haut ist jetzt richtig bereit, alle Wirkstoffe noch besser aufzunehmen. Ja, als nächstes ist es natürlich wieder wichtig, den Dermaroller zu reinigen. Und dafür muss man ihn zuerst unter fließendem Wasser mit so einer Bürste einfach abbürsten, damit jetzt eventuelle Hautschüppchen oder irgendwelche Hautreste, die da in den Nadeln drin sein könnten, dass man die abreinigt. Wenn man das dann gemacht hat, dann legt man ihn wieder in einer Flüssigkeit ein, und zwar in der Endozyme AW Triple Plus Flüssigkeit, wieder 200 Milliliter Wasser und dann 2 Milliliter von dieser Flüssigkeit dazu und dann einfach 3 Minuten in der Lösung liegen lassen, trocken schütteln und dann packe ich ihn wieder in seine Verpackung ein. Also diese Box hebe ich da immer auf, denn da lässt er sich wunderbar drin aufbewahren. Was ich jetzt so besonders toll dran finde, habe ich ja schon gesagt, dass es die Haut verbessert und die Poren verkleinert. Das stimmt wirklich. Fältchen reduziert. Allerdings ist es für jedes Alter geeignet, vor allen Dingen mit dieser Anfängernadeldicke. Du musst nicht unbedingt Fältchen dafür haben, dass du den anwenden kannst oder solltest, denn das Hautbild verbessert sich so oder so, das habe ich selber festgestellt. Und wenn man noch keine Fältchen hat oder noch keine Falten hat, die man jetzt so unbedingt sieht, dann beugt es auf jeden Fall Fältchen vor. Ja, im Beauty-Studio gibt es auch solche Anwendungen, die du da professionell machen kannst. Das sind natürlich ganz andere Geräte, aber es kostet auch so um die 200 Euro pro Anwendung. Das ist ja doch sehr teuer. Wenn man das regelmäßig machen will, dann kann sich das nicht jeder leisten. Und deshalb ist so ein kleiner Roller, die man daheim selber anwenden kann, genau die richtige Wahl. Und die Desinfektionslösungen ca. 10 Euro pro Flasche, und dann bist du schon mal mit der Grundausstattung günstiger als nur eine Anwendung im Beauty-Studio. Und in den Lösungen ist ja richtig viel drin, also da kannst du mal sehen, wie viel mir da noch übrig ist. Also das hält ewig. Und auch den Dermaroller, wenn du ihn immer desinfizierst, dann brauchst du dir da nicht immer einen neuen kaufen, denn du kannst ihn einfach immer wieder verwenden, so lange, bis die Nadeln stumpf sind, und es dauert einige Zeit. Alle die Produkte, die ich jetzt gezeigt habe, gibt es übrigens auf www.vitex-shop.de. Das verlinke ich dir unten nochmal in der Infobox, wenn es dich interessiert, da kannst du da nochmal nachschauen. Und ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen, vielleicht bei deiner Entscheidung, ob du es auch mal ausprobieren willst. Ich würde dir nur dazu raten, denn falsch machen kannst du damit gar nichts. Ja, wenn du noch Fragen dazu hast zur Anwendung oder so, schreib mir doch gerne in die Kommentare rein. Ich beantworte gerne alle Fragen und abonniere mich doch jetzt gleich, dann verpasst du kein weiteres Video von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.